Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zum teuersten Update aller Zeiten, und dazu gibt es noch eine Nebengeschichte. Jedenfalls werden wir heute für unsere große Eisenbahnanlage eine erste Lokomotive bauen. Dabei nehmen wir einen Entwurf von Stoneheap Instructions, und das sind all die Steine, die ich mühsam in vielen Bestellungen zusammengetragen habe, in vielen verschiedenen Farben. Und wir bauen heute eine BR 151 mit all diesen Steinen. Das wird ein großes Ding. Das sind, glaube ich, ungefähr 1700 Steine, und es ist einiges zu tun in heutigem Update. Und im Hintergrund fängt jetzt das Speedbild an, da könnt ihr gerne zuschauen. Währenddessen erzähle ich euch mal ein bisschen was mich extrem momentan stört. Und zwar hatte ich für dieses Projekt hier einen Sponsor, der irgendein Video gesponsert hätte und das auch gut bezahlt hätte. Deshalb hatte ich auch die Möglichkeit gehabt, diesen Zug in einem einzigen, oder die Lokomotive in einem einzigen Update zu machen, weil es ist dann doch einiges an Kosten, die hier zusammenkommen. Aufgrund auch dessen, dass es eben sehr viele verschiedene Steine sind und ich auch noch die Motorisierung einbaue und eigentlich auch noch geplant hatte, die Beleuchtung einzubauen. Das kommt aber in einem der nächsten Updates. Jedenfalls, aus dubiosen Gründen ist dieses Sponsoring nichts mehr geworden. Ich habe davon aber jetzt erst ganz kurzfristig erfahren. Ich habe mich eigentlich vorher informiert. Ich habe auch die Firma überprüft und alles Mögliche. Also das war auch eine deutsche Firma, die war auch offiziell eingetragen. Das habe ich alles überprüft. Es wirkte auch alles offiziell. Also ich habe auch eigentlich einen Vertrag. Jedenfalls ist diese Firma auf dubiose Art und Weise, sage ich jetzt mal, verschwunden. Darauf gehe ich jetzt nicht genauer ein. Jedenfalls habt ihr jetzt hier das Riesen-Update hier gewonnen, und ich habe kein Sponsoring dafür. Das wollte ich euch nur erwähnen, warum ich vielleicht in diesem Video ein bisschen bedrückt wirken sollte oder vielleicht ein bisschen wütend. Jedenfalls ist das finanziell jetzt nicht unbedingt das beste Update für mich. Denn ja, auf jeden Fall lassen wir das mal. Auf jeden Fall seht ihr jetzt im Hintergrund, wie jetzt hier die BR 151 entsteht. Die ist ziemlich groß. Das ist jetzt hier die komplette Grundfläche. Es sind sehr, sehr interessante Bautechniken jeden Fall dabei. Ich werde auch, denke ich mal, unten noch hier Stoneheap Instructions verlinken, falls ihr da reinschauen wollt. Die haben unglaublich viele Anleitungen. Das ist übrigens jetzt keine Werbung. Ich habe nämlich diese Anleitung ganz offiziell gekauft, ohne deren Wissen zu sagen. Auf jeden Fall wird jetzt hier im Hintergrund einiges gebaut. Es ist ein sehr komplexes Modell auf jeden Fall. Es sind interessante Bautechniken dabei. Es ist aber auf jeden Fall eine Sache, wo man sich ein bisschen konzentrieren sollte, und man braucht, wie gesagt, sehr viele Steine. Es sind ungefähr 1700 Steine, ich glaube über 100 verschiedene Arten auf jeden Fall, und es ist klein. Es ist hier und da ein bisschen friggelig, sage ich mal. Es ist sehr kleinteilig an manchen Stellen, und ich musste vor allem noch ein bisschen was umbauen, weil ich ja die Motorisierung etwas anders mache, als es ursprünglich von diesem Modell geplant ist. Ich muss ja irgendwo noch die Batterienbox einbringen, und das war eine Geschichte, die auch noch ein bisschen Umbauarbeiten benötigt hat. Aber ihr habt es vielleicht schon bei Instagram gesehen, am Ende hat es doch geklappt. Ihr seht jetzt hier gerade, wie ich die Motoren einbaue. Der Zug hat tatsächlich 2 Motoren. Er hat jeweils 2 angetriebene Achsen, also 4 Achsen, die angetrieben sind, jeweils von einem Motor. Also wir haben 2 Achsen pro Motor, damit hier auch genug Kraft auf diesen Zug kommt, denn die Lokomotive an sich hat schon ordentliches Gewicht, und wenn da irgendwann noch natürlich Waggons dahinter kommen, dann wird es noch schwerer. Ihr seht jetzt hier mal im Vergleich meine Minifigur zum aktuellen Stand, dann seht ihr jetzt auch mal, wie groß das ganze Ding eigentlich wird. Das ist von links nach rechts, ist wirklich die komplette Grundfläche, und ihr seht, wie viele Steine hier tatsächlich noch übrig sind. Also ich habe hier schon ein bisschen was zu tun gehabt und werde noch einiges zu tun haben, aber das Endergebnis wird sich, glaube ich, im Sinne der Brickworld auf jeden Fall sehen lassen können, denn das ist eine Lokomotive, die so, glaube ich, von Lego niemals rauskommen würde. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen weiter mit dem Speedbild im Hintergrund. Ich habe vor allem auch dann später versucht, die Technik so zu verstecken, dass ich auch später noch gut rankommen kann. Ich hoffe, es funktioniert am Ende. Ich musste, wie gesagt, einiges umbauen. Das seht ihr, glaube ich, im Video gar nicht. Aber hier sehen wir gerade, wie Seitenelemente entstehen. Diese großen Zahnräder, die ihr seht, das sind die Zahnräder, die dann nach unten ihre Kraft wirken, dass dann eben unten die eigentlichen Achsen angetrieben werden. Das ist jetzt alles noch gar nicht gebaut. Aber ja, auf jeden Fall einiges zu tun. Es sind wirklich sehr, ich habe schon ein paar Mal gesagt, sehr interessante Bautechniken, aber es ist auch wirklich, ich habe hier stundenlang dran gesessen, aber ich bin zufrieden, und ihr könnt mir gerne schon mal, wenn ihr dann das Video geschaut habt, schreiben, was wir da eigentlich wir könnten demnächst eigentlich auch mal Waggons bauen.
Soweit ich weiß, ist die BR 151 eigentlich eher nicht für den Personenverkehr gedacht, sondern eher für den Güterverkehr. Da könnt ihr mir aber gerne in den Kommentaren schreiben, ob ich da jetzt falsch liege. Das habe ich, glaube ich, irgendwo bei meinen Recherchearbeiten gelesen. Kann aber auch sein, dass ich da ein bisschen mit den Nummern durcheinander gekommen bin. Grundsätzlich möchte ich aber auch in absehbarer Zeit mehr auf die Schienen bringen, einfach auch Gründen der Optik, weil natürlich jetzt immer weiter Gleise zu bauen und immer weiter Gebäude außenrum zu bauen und die Bahnsteige und so weiter zu bauen, führt natürlich auch dazu, dass die Bahngleise selber irgendwann total nackt wirken. Wurde auch schon mal angesprochen, dass hier endlich mal Züge mit reinkommen sollten. Ich überlege aber auch Züge zu bauen, die gar nicht motorisiert sind, weil ich zum Beispiel einen Zug nehmen möchte, der einfach gerade die Leute einsteigen, der braucht auch keinen Motor. Ihr seht hier gerade die allererste Testfahrt, da teste ich gerade das ganze Getriebe und es funktioniert. Ihr habt gesehen, die lustige Batterienbox stand jetzt einfach oben drauf. Einfach zum Testfahren habe ich das mal so gemacht gehabt. Jeweils zurück zum Thema. Ihr könnt im Hintergrund weiterschauen, wie hier nach und nach die BR 151 entsteht. Ich möchte auf jeden Fall jetzt auch einiges auf die Gleise bringen. Ich habe gerade darüber gesprochen, dass ich glaube, wir nehmen einen Personenzug, ich weiß nicht, vielleicht was ICE-ähnliches, das auf irgendeinem Gleis steht und die Leute eben dann gerade beim Einsteigen sind. Das heißt, dieses Gleis wäre natürlich so, dass da kein Zug fahren kann. Die Leute steigen hier gerade ein, da muss man das Ding auch nicht motorisieren, spart man sich noch ein bisschen Geld. Aber es gibt eine schicke Geschichte, einfach deswegen, weil die Leute natürlich gerade einsteigen. Und da wir 3 Gleise haben, auf denen die Züge einfach unproblematisch fahren können, macht es ja nichts, wenn auf einem der Nebenbahnsteige in Anführungsstrichen ein Zug steht, in dem die Leute gerade einsteigen. Ist natürlich auch realistisch, dass jetzt nicht alle Züge einfach nur fahren können. Auch dazu könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Idee haltet und welcher Zug da am besten stehen könnte. Kleines Update hier, wir sehen jetzt hier oben auch die ganzen Aufbau mit dem Stromabnehmer etc. Wir sind jetzt fast fertig. Da hinten schaut die Batterienbox raus mit dem Button, den man da drücken muss, um die mit der Fernbedienung oder mit der App zu verknüpfen. Es fehlen jetzt dann eigentlich nur noch die kleinen Führerhäuschen vorne und hinten, als wenn das der richtige Begriff dafür ist. Ich bin ja immer offen für Kritik. Und ihr seht, dass sich jetzt die Steinmengen langsam lichten. Hauptsächlich jetzt noch rote Farben. Und so sieht das Ganze fertig aus. Das ist das fertige Modell. Es ist wirklich unglaublich schwer. Liegt natürlich auch an der Technik. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ich glaube, es war eine ganz gute Wahl. Und es ist auch eine schöne Größe. Passt zur Brickworld. Passt zur Größe unseres Bahnhofs und unseren Bahnsteigen. Ich glaube, dass eine Lokomotive in der Größe in einem Standard-Lego-Bahnhof komplett fehlplatziert wäre. Ich mache auch gleich noch eine Testfahrt. Natürlich werden wir das noch machen. Aber ich denke, die Größe passt ganz gut und da können wir darauf aufbauen, in der Zukunft noch weiteres zu machen. Hier jetzt ein paar Bilder, wie das Ganze fährt. Einmal aus dieser Perspektive hier über das Gleis, das müsste Gleis 7 sein, hinaus. Dann nochmal auf der anderen Richtung, auch hier passt ganz gut von der Höhe. Auch der Stromabnehmer passt super zu der Höhe, die wir hier bei unseren Oberleitungsmasten haben. Und hier nochmal ein bisschen aus der Perspektive und ich denke, das ist doch ganz gut geworden und lässt ein bisschen über meine Genervtheit und nennen wir es auch ein bisschen Wut hinweg trösten, dass wir jetzt hier auch am Bahnsteig haben, jetzt mal die ersten Lokomotive stehen und ich denke, das passt doch auch von der Größe wirklich gut zum Bahnsteig. Schreibt es mir wie immer gerne in die Kommentare, auch gerne alle euer Wissen zu meinen bahntechnischen Fragen, was wir hier machen sollen. Wir werden auf jeden Fall in absehbarer Zeit weitermachen, auch mit, ich will auch, denke ich mal, langsam mal, wie gesagt, Waggons in die ganze Geschichte reinbringen. Und es wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis die Züge jetzt mal richtig im Kreis fahren können, weil wir brauchen dafür noch mehr Tische und so weiter. Aber das wird auch irgendwann passieren. Und wir können natürlich alles schon mal vorbereiten mit den Zügen, denn ich denke, dass wir mindestens noch einen Tisch hinzubauen werden dieses Jahr. Möchte ich aber ehrlich gesagt erst machen, wenn der größte Teil von dem fertig ist, was auf diesen Tischen ist. Aber wenn wir mal nach hinten gucken, in die Richtung des Stellwerks und dahinter, da schließen sich ja gerade langsam alle möglichen Lücken und da ist von der Fläche hier schon einiges zu. Und wenn der Busbahnhof fertig ist, ist da auch einiges fertig und dann sind wir eigentlich mit der Grundfläche fast schon fertig. Das heißt, ein Tisch wird sicherlich noch irgendwann dieses Jahr hinzukommen. Das sind dann die finalen Blicke auf die BR 151. Ich denke, das ist ein ganz gutes Material hier für den Bahnhof. Bringt wieder ein bisschen Leben rein, ein bisschen Realismus, weil natürlich endlich auch mal zwischen all den leeren Gleisen eine Lokomotive steht. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!